Moin und herzlich willkommen zu meinem kurzen Erklärvideo. Was passiert in der Passage nach Boss 3 und wie komme ich an den vierten Raid-Schlüssel? Dieses Video ist für diejenigen gedacht, die sich weitere Kenntnisse zu den Mechaniken im Raid Styros aneignen möchten. Hier geht es nun um ein paar Details, was genau in der sogenannten Foam Alley gemacht werden muss. Nachdem wir Boss 3, Williams, besiegt haben, laufen wir durch einen Gang zu einem Raum mit Rolltor. Bevor wir das Tor öffnen, stellen wir sicher, dass wir 2 Spieler mit sogenannten Gefahrenschutzbuilds haben. Diese beiden Spieler benötigen Immunität gegenüber Kampfschaum, damit sie ungehindert zu 2 Schalthebeln laufen können. Die restlichen Teamkameraden können weiterhin ihre Damage-Builds nutzen. Was genau passiert hier nun? Sobald wir das Rolltor öffnen, sehen wir auf dem gegenüberliegenden Gleis den Zug mit der großen Kanone. Wir müssen dafür sorgen, dass wir rechtzeitig an einer Weiche sind, um den Zug entgleisen zu lassen. Gelingt uns das nicht, dann kann der Zug ungehindert weiterfahren und mit der Kanone Washington in Schutt und Asche legen. Damit wir an die Weiche kommen, müssen wir eine elektrische Barriere und eine verschlossene Tür überwinden. Wie genau machen wir das? Nachdem wir das Rolltor geöffnet haben, laufen die beiden Spieler mit Gefahrenschutz rechts neben der Treppe vorbei. Die anderen Mitspieler laufen links die Treppe hoch. Generell ist es nicht notwendig, die Ads zu killen. Gerade dann, wenn jemand mit einem Sniper-Bild die hintere Tür aufschießen möchte, dann werden die Ads benötigt, um Stacks aufzubauen. Also laufen die 6 Teamkameraden einfach links ganz dicht an der Wand entlang nach vorne. Der Weg wird dann durch eine elektrische Barriere versperrt. Hier kannst du nicht durchlaufen, du wirst sofort gekillt. Damit wir den Weg passieren können, sind wir nun auf die Hilfe der beiden Gefahrenschutzspieler angewiesen. Denn die beiden Spieler müssen gleichzeitig 2 Hebel umlegen, die dafür sorgen, dass die Elektrizität abgeschaltet wird. Die beiden Spieler laufen also zeitgleich auf der rechten Seite mit uns nach vorne. Sie müssen dann 3 rote Wasserkanister zerschießen, damit die Flammen auf einer Kiste gelöscht werden. Erst danach können sie über diese Kiste hinüberspringen und weiter zu den Hebeln laufen. Auf ein Kommando werden dann die beiden Schalthebel gleichzeitig gedrückt. Die elektrische Barriere wird ausgeschaltet und wir können weiterlaufen. Nun müssen wir noch die verschlossene Tür öffnen. Sobald wir unter dem Gerüst durchgelaufen sind, können wir die Tür sehen. Dann schießen wir einfach mit Sturmgewehren und Gewehren auf die Tür, bis sie zerbricht. Sollte jemand mit einem Sniperbild die Tür bereits geöffnet haben, dann brauchen wir nur noch die Treppe hochrennen und die Weiche im Kontrollraum betätigen. Nun entgleist der Zug und wir haben unsere Aufgabe hier erledigt. Der nächste Raid-Schlüssel befindet sich unter der Treppe, die wir eben hochgerannt sind. Also musst du wieder aus dem Raum hinausgehen und ein Stück zurücklaufen. Unter der Treppe befindet sich ein schmaler Raum, an dessen Ende die Schlüsselkiste steht. Nachdem du den Schlüssel eingesammelt hast, geht es auch schon weiter. Im Kontrollraum befindet sich eine Falltür im Boden, durch die wir nach unten springen können. Von dort geht es dann weiter zum letzten Boss, Morozova. Wie du Morozova besiegst und Washington vor der Zerstörung bewahrst, erfährst du in meinem nächsten Video. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Viel Spaß im Raid und bis zum nächsten Mal.